Hallo Leute, ich bin Wolfgang von Black Trident und heute sprechen wir über den True North Concepts MHA oder Modular Holster Adapter. Alles, was du wissen musst, das erzähle ich dir in diesem Video. Bevor ich auf den True North Concepts Modular Holster Adapter eingehe, muss ich mal etwas Grundsätzliches klären, nämlich, was ist das eigentlich? Das hier ist eine Midride-Plattform. Midride, das ist ein Begriff, den kennt ihr schon aus unseren vergangenen Videos. Das ist nämlich eine Montageart für euer Tor, Tor-2D Plus oder Loki-Holster. Sozusagen eine Montage, die euer Holster am Körper platziert. Midride, das ist eine Montagehöhe, die es euch erlaubt, euer Holster zwischen Hüfte und Knie zu platzieren und vereint viele Vorteile aus High-Ride-Holstern, die auf Gürtelhöhe sind, und Low-Ride-Holstern, die knapp ober dem Knie sind. Es gibt beim Thema Midride-Systeme sehr, sehr viel Auswahl am Markt und bei Black Trident haben wir wirklich für euch eine Top-Auswahl von den besten Systemen, die es gibt. Ihr findet bei uns bereits Bladetech und Safariland im Shop und jetzt eben auch neu True North Concepts. Wie ihr schon seht, ist das Material bei True North Concept etwas anders. Hier handelt es sich nämlich um eine Aluminium-Mount. Die Frage, ob Kunststoff oder Aluminium, das ist wirklich so eine Frage, was möchte ich mit meiner Ausrüstung machen und was ist mir wichtig. Generell kann man sagen, dass bei Kunststoffmontagen man sehr viele Vorteile hat, was die Wartungsfreiheit angeht. Bei True North Concepts habe ich, wir schauen uns das auch später an beim Montieren, sehr viele Schrauben, aber es kommt alles dabei mit Schraubenkleber und Co. Ich kann bei diesem Thema noch immer wieder sagen, egal was ihr für Schrauben an der Ausrüstung habt, sichert sie mit Schraubenkleber, weil Waffen und Ausrüstung, das ist kein Toaster von Aldi, sondern das ist Life-Saving Equipment, wie Travis Haley schon mal sagte. Und deshalb immer beschäftigt euch damit, sichert die Schrauben, egal welche es sind, dann verliert sie auch keiner. Ja, wichtig beim Unterschied, warum gibt es diesen Modular Holster Adapter überhaupt? Kunststoffmontagen haben oft ein Problem, gerade Safariland Kugel 6070 User werden das wissen, dass hier der Gürtelabstand oft nicht wirklich zum Gürtel, den ihr habt, passt, weil es natürlich sehr universell gehalten ist, es passt fast jeder Gürtel hinein, aber dadurch hat man das Problem, dass eine vertikale Bewegung dieser Montage oft stattfindet. Bei anderen Systemen, wie zum Beispiel bei Bladetech, gibt es hier hinten einen Quersteg, der dafür sorgt, dass man die Gürtelbreite einstellen kann. Und bei True North Concepts, da hat man sich gedacht, wir setzen nochmal einen drauf, der Gürtel ist wirklich eingeklemmt. Und dadurch bewegt sich bei dieser Plattform wirklich gar nichts mehr. Die Geschichte, wie Black Trident zu True North Concept gekommen ist, die ist wirklich sehr lustig. Wir kennen natürlich True North Concept schon seit unserer Entstehung. Das Ganze hat dann damit gestartet, warum wir das im Programm, weil ich in der Schlange gestanden bin bei der SHOT Show und vor mir ist der Gründer gestanden und wir sind ins Reden gekommen. Und so ist das Ganze dann auch zu uns gekommen. Was natürlich für euch extrem wichtig ist, ihr habt vielleicht schon Systeme und zu Hause und Co. ist, hey, was kommt denn alles in der Box, was muss ich beachten? Generell haben wir bei uns auf der Website zwei Systeme. Ihr könnt natürlich einmal die Mount ohne allem kaufen, aber das zweite, was wir haben, ist, wir haben das Ganze auch in einem vollen Set, wo ihr die Montage, das Safariland QLS und alle Schrauben, die ihr zum Befestigen braucht, bekommen könnt. Das heißt, wirklich ein sorglos Paket. Wer jetzt schon sagt, ja, ich habe schon ein QLS-System zu Hause und so, kann ich wirklich empfehlen, kauft dieses Paket. Da sind so viele Schrauben und Co. drinnen, ihr könnt das alles brauchen. Jetzt natürlich die große Frage, wie montiere ich das Ganze? Wenn ihr das Ganze bestellt, dann kommt euer Modular Holster Adapter mit einer kleinen Verpackung und hier drin sind verschiedenfarbige Päckchen mit Schrauben. Und auf der Verpackung selbst ist auch genau beschrieben, für was welches Schraubenpäckchen ist. Mit den enthaltenen Schrauben könnt ihr bereits nämlich das Safariland QLS-System montieren. Hier habe ich jetzt zum Beispiel vorne die Adapterplatte montiert und dann habt ihr auch jene Schrauben inkludiert, die für die Montage hier von diesem Steg sind. Und wir werden uns jetzt auch mal anschauen, wie man das Ganze richtig montiert am Belt. Wer es schon gesehen hat, eine gute Ergänzung zu diesem System haben wir auch gefunden, ist, um Druckstellen zu vermeiden, hier auch das Black Trident Midride Pad. Auch das findet ihr bei uns auf der Website. Und der Legstrap, hier empfiehlt sich, das Ganze zwischen dem QLS-Wechselsystem und der Montage einzuklemmen. Also das klingt total wild, das einzuklemmen, ist aber komplett legit, das so zu machen und funktioniert auch einwandfrei. Ihr braucht keinen separaten Adapter oder irgendwas zum Drangeben, das passt einfach. Hier auch wichtig, wie gesagt, jede Schraube, die ihr da dran habt,
die muss auch gesichert werden. Schraubenkleber, der ist natürlich auch bei dieser Montage inkludiert. Ja, ich habe jetzt hier einen meiner Belts und wir werden das Ganze jetzt mal auch darauf montieren. Wie gesagt, beim QLS-System sowie beim Legstrap und dem Midride-Pad, hier soll es eigentlich keine Fragen geben, das ist sehr straightforward. Aber gerade beim Montieren am Belt, hier habe ich noch ein paar kleine Tipps für euch. Den ersten Tipp, den ich euch geben kann, ist, probiert mal vorher aus, auf welche Position ihr das Ganze sozusagen montieren wollt. Ich würde euch dazu empfehlen, einmal die oberen Schrauben zu montieren von den Stegen, von den Gürtelstegen und dann die untere Schraube einmal zu entfernen. Das sollte euch nämlich die Möglichkeit geben, weil das Ganze noch relativ flexibel ist, die richtige Position dafür zu finden, weil, wenn ihr das Ganze zu Hause montiert, werdet ihr sehen, wenn das einmal fest ist, dann bleibt das an Ort und Stelle und ihr habt keine Möglichkeit, das Ganze am Gürtel zu verrücken. Das heißt, ich habe jetzt hier die unteren Schrauben entfernt und kann das Ganze jetzt mal an meinem Belt auf die von mir vorgesehene Stelle platzieren. Ich kann hier ein bisschen cheaten, weil ich hatte es schon montiert. Das heißt, ich weiß genau, wo es hinkommt. Und ich schiebe das Ganze jetzt mal hier drüber. Hier auch mein Pro-Tipp. Ihr werdet es jetzt beim ersten Mal auch gleich sehen, ihr werdet es nicht ganz drüber bekommen. Das liegt nämlich daran, dass ihr alle 4 Schrauben zuerst, sagen wir mal, einmal lockerer machen wollt. Einfach auf die lockerste Position und dann das Ganze gleichmäßig anschraubt. Das heißt wirklich jetzt zu sagen, ich habe jetzt mal die Position, wo ich das Ganze hinhaben möchte. Und jetzt fange ich an, das Ganze nachher wirklich gleichmäßig, das heißt nicht mal die eine Seite voll anziehen, sondern wirklich jede einzelne Seite separat immer wieder fortlaufend anzuziehen, bis ich dann schließlich am Maximum angelangt bin. Das ist ein sehr wichtiger Tipp, weil gerade beim ersten Mal montieren habe ich mir gedacht, oh mein Gott, wie soll sich das ausgehen? Ich habe jetzt alle Schrauben mal so, dass sie auf jeden Fall greifen und jetzt kommt der Prozess, wo ich wirklich gucke, dass ich sie gleichmäßig an der Plattform anschraube. Wie gesagt, wichtig, die Position vorher schon mal vormerken, wo man das Ganze hingibt und dann könnt ihr das Ganze anziehen. Ganz besonders wichtig natürlich, den Schraubenkleber vorher anbringen. Also da, wie gesagt, beim Vorzeigen, genau so sollte es am Ende aussehen und ihr seht jetzt schon, das Ganze bewegt sich null in keine Richtung, es lässt sich auch nicht in eine Richtung ziehen und das ist eben einer der großen Vorteile von diesem Modular Holster Adapter. Wichtig zur Kompatibilität noch, der Modular Holster Adapter ist nur mit erfahrenen QLS-Montagen kompatibel und nicht mit Bladetech TMMS-Systemen. Wenn ihr also vorhabt, auf dieses System zu wechseln, wie gesagt, wir verkaufen das Ganze im Set, da habt ihr alles dabei und könnt euer System daran adaptieren. So sieht das Ganze dann im montierten Zustand aus, also hier seht ihr jetzt sozusagen die Holstermontage mit dem Holster drauf. Wie gesagt, mein Top-Tipp noch, hole ich auf jeden Fall auch das Midride-Pad, das macht das Ganze nochmal sehr angenehm zum Tragen, auch über längere Zeit. Und das ist alles, was ihr über die True North Concepts MHA Mount oder Modular Holster Adapter wissen müsst. Falls ihr Fragen habt, dann schreibt es hier super gern unten in die Kommentare hinein. Wir beantworten euch die natürlich. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Video, euer Wolfgang von Black Trident.